Bon dia, Lissabon. Ich schaue mir heute in Lissabon mal eine ganz besondere Sehenswürdigkeit an, und zwar einen alten Friedhof. Der Friedhof hat den Namen Cemitério dos Prazeres und entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Übersetzt heißt das übrigens so viel wie Friedhof der Fröhlichkeit. Und der Name kommt von der alten Nutzung dieses Platzes hier, und zwar war das vor der Zeit des Friedhofs wohl mal ein Park bzw. eine Festwiese gewesen. Ja, und hier gibt es einiges zu entdecken und da schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen um. Wie man sieht, findet man hier teilweise eine ganz andere Bestattungskultur. Die Särge stehen hier in Gruften, teilweise auch unheimlich alt offensichtlich. Und ja, die Särge sind da noch offen aufgebahrt. An den Gruften sind Fenster, die sieht man. Manchmal ist sogar in der Gruft auch ein Stuhl, so als wenn sich Angehörige dann da auch noch hinsetzen. Also ganz anders im Vergleich zu das, wie wir es in Deutschland haben. Ja, ich bin etwas erstaunt, beziehungsweise fast schon ein bisschen erschrocken, wie man in diese Gruften hier teilweise reingucken kann. Die haben manchmal gar keine Türen oder stehen sperrangelweit auf oder sind auch vorne nur verglast. Also es scheint durchaus gewollt zu sein, dass man in die Gruft reingucken kann, auf die Särge und diese Dinge, die dann sonst noch so stehen. Die Gruft hier ist schon fast ein Tempel und ich denke, die Person, die da beerdigt ist, die wird zu Lebzeiten wahrscheinlich einflussreich gewesen sein oder ja, zumindest nicht arm. Neben den Gräbern findet man hier übrigens auch ganz viele tolle Pflanzen und auch viele Katzen. Interessant ist auch, dass man auf einigen Gräbern hier Freimaurersymbole findet, wie hier zum Beispiel. Ich habe gerade mal was ganz Besonderes entdeckt, und zwar dieses Grab hier mit diesen eigenartigen Schriftzeichen. Die kam mir bekannt vor, und zwar handelt es sich dabei meiner Meinung nach um den Geheimcode der Freimaurer. Ich habe mich mal vor Jahren mit Codierung und die Geschichte der Codierung beschäftigt und daher kommt mir dieser Code auch sehr bekannt vor. Ich mache gleich mal ein Foto und dann werde ich mal zu Hause versuchen, das Ganze zu entschlüsseln. Am Ende des Videos werdet ihr gewahr, ob ich es hinbekommen habe oder nicht. Ja, man hat hier von dem Friedhof übrigens auch einen wirklich atemberaubenden Ausblick über einen Teil von Lissabon. Einige Gruften fallen hier schon langsam auseinander, wie diese hier zum Beispiel. Die wird nochmal notdürftig zusammengehalten.
Auch Symbole aus der Seefahrt findet man immer wieder auf den Grabsteinen, wie hier zum Beispiel. Klar, Lissabon als alte Seemacht, die werden natürlich viele Seefahrer gehabt haben und das kann man auf dem einen oder anderen Grabstein auch wiederfinden. Es leben übrigens unheimlich viele Katzen hier auf dem Friedhof und ich habe gesehen, dass sie teilweise in den Gruften auch leben und die bekommen da sogar Katzenfutter hingestellt. Also in den Gruften neben den Särgen steht unten teilweise Katzenfutter und ich habe auch gesehen, dass in der einen oder anderen Gruft unten eine Decke oder ein Körbchen ist unter den Särgen. So, für mich war es das jetzt. Die Sonne geht schon unter. Rund 5 Stunden war ich auf dem Friedhof und ich muss sagen, es war super spannend, super interessant. Es war in Anführungsstrichen der schönste und interessanteste Friedhof, den ich jemals gesehen und besucht habe. Klar, es ist ein Friedhof, man muss ihn mit dem nötigen Respekt begegnen, man sollte niemanden stören. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber es hat sich super gelohnt. Ich werde auch noch mal wiederkommen. Ich habe noch nicht alles gesehen. Die Anlage ist viel zu groß. Und ja, auf jeden Fall besuchen, wenn man da ein Faible für hat und Kamera mitnehmen. Ich bin jetzt wieder zurück in Deutschland und wie versprochen habe ich mich an der Entschlüsselung des Grabsteins versucht. Und es wird jetzt, glaube ich, sehr spannend. Ich zeige euch jetzt das Ergebnis meiner Knobelarbeit. Ihr erinnert euch, das war die Inschrift auf diesem Grabstein. Der Freimaurercode, wie er allgemein bekannt ist, den findet man auch relativ einfach im Internet. Da hat man so eine Matrixstruktur oder mehrere Tabellenstrukturen quasi. Dieser Buchstabe hier unten, der ein bisschen aussieht wie ein U mit einem Punkt drin, wie ein Druckschrift U mit einem Punkt drin. Da müssten wir jetzt die Tabelle mit den Punkten anwenden und hätten hier im Prinzip die U-Form und es würde einem K entsprechen. So, nach dem System bin ich erstmal an den Grabstein dran gegangen und was dabei herauskam, war gar nichts, nichts Sinnvolles. Das war nicht Portugiesisch, das war nicht Englisch, das war gar keine Sprache. Das Problem war offensichtlich, dass die Freimaurer früher diese Struktur flexibel benutzt haben. Es gibt zig Möglichkeiten, diesen Code hier anzuwenden. Und zwar habe ich irgendwann diese Code-Variation ausprobiert. Ja, und dann machte das Ganze plötzlich Sinn. Und ihr seht es, die ersten 4 Worte, ich habe sie dann quasi entschlüsselt. Da steht A Memoria de Minha. Ich kann ein wenig Portugiesisch und das heißt Erinnerung an meine. ... Ein Problem gab es noch. Hier habe ich nochmal die Inschrift von dem Grabstein. Und zwar befinden sich auf dieser Inschrift Zeichen, die erstmal so gar nichts mit dem Freimaurercode zu tun haben oder zumindest nicht bekannt sind. Das sind hier unten diese Halbkreise und das X. Dazu konnte ich auch nichts im Internet finden, aber es ist ein Grabstein, da sind natürlich Zahlen und Daten drauf und da ist immer eine Vierergruppe ist quasi ein Viererwort und Zweiergruppen bin ich davon ausgegangen, dass es Zahlen sind. Mit diesen ganzen Infos habe ich dann die ganze Inschrift entschlüsselt und da kommt auch was Sinnvolles bei raus. Ich kann euch einfach mal jetzt die deutsche Übersetzung mal einmal vorlesen. Die heißt: In sehnsüchtiger Erinnerung an meiner geliebten Ehefrau Adelaide Baptista Mieves, geboren am 27. August im Jahr 1858.
Sie lebte 33 Jahre, 2 Monate und 19 Tage. Sie starb am 15. November im Jahr 1891, gehorsam erbaut von deinem Ehemann Joaquim José Cardoso Neves am 16. November 1894. Frieden deiner Seele. Hört sich erstmal alles recht unspektakulär an wie ein normaler Grabstein, aber fallen einem doch im Original einige Dinge auf. Und zwar wurden bewusst einige Rechtschreibfehler eingebaut. Die haben nichts mit einer falschen Entschlüsselung zu tun, sondern es wurden einige Buchstaben mit ähnlichen ausgetauscht. Also anstatt ein U wurde ein V benutzt oder anstatt ein O ein C beispielsweise. Dann gibt es noch ein ganz großes Geheimnis in der Inschrift. Und zwar ist tatsächlich der Nachname der Ehefrau leicht anders geschrieben wie der Nachname des Ehemanns. Bei der Ehefrau steht Neves mit M geschrieben und bei dem Ehemann steht Neves mit N geschrieben. Ja, also es bleibt ein bisschen geheimnisvoll. Warum ist der Nachname der beiden Eheleute unterschiedlich geschrieben und was sollen uns die Rechtschreibfehler sagen? Da bin ich jetzt raus. Vielleicht habt ihr ja Lust zu knobeln. Schreibt es in die Kommentare und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.